Der Absturz von Pulkovo Airlines am 22. August 2006 ist unser Einstieg in das neue Format dieses Kanals. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu dem originalen Unfallbericht sowie der deutschen Übersetzung. Die Tupolew Tu-154 mit der Kennung RA 85185 war in gutem technischen Zustand. Das Flugzeug wurde 1992 gebaut und hatte bis zu diesem Tag rund 25.000 Flugstunden absolviert. Es war ursprünglich in China im Einsatz, bevor es 2001 von Pulkovo Aviation Enterprise übernommen wurde. Im Cockpit saß ein erfahrenes Team. Der Kapitän, Ivan Ivanovich Korogodin, Rufname Vranja, war 49 Jahre alt und verfügte über 12.312 Flugstunden. Davon 5.956 auf der Tupolew 154. Auf dem Sitz des First Officer befand sich der 23-jährige Flugschüler Andrei Nikolajewitsch Tschotnewitsch. Seine Erfahrung war noch begrenzt. 189 Flugstunden insgesamt. Davon 88 auf der Tupolew 154. Ihm zur Seite stand der erfahrene Co-Pilot Wladimir Wassiljewitsch Onischenko, 59 Jahre alt, mit 11.876 Flugstunden. 2.200 davon auf diesem Flugzeugtyp. Als Navigator war der 36-jährige Igor Jurjewitsch Lewtschenko an Bord, mit über 7.840 Flugstunden. 5.500, 96 davon auf der Tupolew 154. Komplettiert wurde das Team durch den Flight Engineer Viktor Petrowitsch Makarov, 51 Jahre alt, mit 9.064 Flugstunden. 6.701 davon auf diesem Flugzeugtyp. Ziel des Fluges war der Flughafen Pulkowo in St. Petersburg. Auch wenn es sich formell um einen Inlandsflug handelte, verlief die Route über ukrainischen Luftraum und unterlag damit internationalen Standards. Nach diesen Vorschriften hätte der Flugschüler Andrei Kotnewitsch während des Reiseflugs nicht auf dem Platz des Co-Piloten sitzen dürfen. Es war eine Regelverletzung, die im Alltag kaum jemand hinterfragte und die in Russland lange gängige Praxis war. Dennoch markiert sie das erste Loch in der Sicherheitskette. Beim Abflug von Flug 612 herrschten folgende Bedingungen. Der Wind wehte aus 220 Grad mit 6 Metern pro Sekunde, in Böen bis 11 Metern pro Sekunde. Die Sichtweite betrug 10 Kilometer. Es war vereinzelt bewölkt mit einer Wolkenuntergrenze von 600 Metern. Die Temperatur lag bei 30 Grad Celsius. Das Wetter war damit vor Ort ruhig, sommerlich warm und weitgehend unproblematisch. Es gab weder dichten Nebel, noch starken Niederschlag oder direkte Gefahr durch Gewitter in Bodennähe. Die Bedingungen waren, zumindest für Start- und Steigflug, als gut zu bewerten. Allerdings lag bereits eine Unwetterwarnung für einen Sektor östlich der Startregion vor. Frontalgewitter mit starkem Hagel und einer Wolkenobergrenze bis 13 Kilometer. Zugrichtung Nordost und zunehmender Intensität. Genau entlang der geplanten Flugroute. Um Punkt 11:04 Uhr und 49 Sekunden beschleunigt die Tupolew 154 auf der Startbahn. Alles läuft scheinbar routiniert ab. Die Triebwerke arbeiten im Nominalbereich. Die Landeklappen stehen auf 15 Grad. Das Flugzeug beschleunigt auf 290 Kilometer pro Stunde und hebt ab. Doch bereits in der ersten Rechtskurve leuchtet im Cockpit gleich dreimal die Querneigungswarnung auf. Insgesamt über 20 Sekunden lang. Auffällig: die Crew greift nicht aktiv ein, um die Querneigung zu korrigieren.
Die Warnung endet nur deshalb, weil das Flugzeug langsamer wird und damit eine der Auslösebedingungen nicht mehr erfüllt ist. Um 11:20 Uhr hat die Crew die erste im Flugplan verzeichnete Gewitterzelle erfolgreich umflogen. Vor ihnen liegen rund 100 Kilometer mit klaren Wetterbedingungen. Doch die Ruhe trügt. Denn während die Tupolew ihren Kurs nach Norden wieder aufnimmt, liegt weiter voraus eine zweite Gewitterzelle, viel massiver, aktiver und tückischer als die erste. Was die Crew zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Diese Zelle türmt sich bis in eine Höhe von 13 bis 15 Kilometern auf, deutlich über die maximal erreichbare Flughöhe ihres Flugzeugs. Um 11:27 Uhr erbittet die Crew beim Lotsen Freigabe zum Steigflug auf 11.600 Meter. Flugfläche 380. Die Genehmigung wird erteilt. Doch schon in diesem Moment gerät das Flugzeug in eine kritische Zone. Denn die Triebwerksleistung wird nicht erhöht. Der Steigflug ist zu steil. Die Fluggeschwindigkeit sinkt. Doch auf 38.000 Fuß mit freier Sicht auf die Wolkentürme wird schnell klar: Auf dieser Flughöhe werden sie das Unwetter nicht überfliegen können. Die Zelle reicht deutlich höher hinauf. Die Crew beschließt, nach links zu drehen, doch um 11:31 Uhr ist es bereits zu spät. Die Maschine ist zu nah an der Wetterwand. Ein Umfliegen ist nicht mehr möglich. Nur zwei Optionen bleiben: Umkehren oder die Flughöhe weiter erhöhen. Die Crew entscheidet sich für den Steigflug. Mitten in der Gewitterfront beginnt der Kampf. Turbulenzen reißen an der Maschine, Hagel prasselt auf die Zelle ein. Das Flugzeug wird geschüttelt, verliert an Geschwindigkeit und an Stabilität. Um 11:33 Uhr gibt der Kapitän den Befehl, auf 39.000 Fuß zu steigen. Knapp 11,9 Kilometer. Doch diese Höhe markiert eine unsichtbare, aerodynamische Schwelle, die sogenannte Coffin Corner. In diesem Bereich nähern sich zwei kritische Geschwindigkeitsgrenzen gefährlich an. Die Überziehgeschwindigkeit, die die Mindestgeschwindigkeit markiert. Unterschreitet man diese Geschwindigkeit, riskiert man, dass die Strömung über den Tragflächen abreißt. Und die maximale Machtzahl, die die Maximalgeschwindigkeit markiert, jenseits derer das Flugzeug instabil oder strukturell überlastet werden kann. Je höher man steigt, desto schmaler wird der Korridor zwischen diesen beiden Grenzen. Should we climb? Yes. Let's temporarily go to flight level 400 or whatever, because this is completely f***ed up. That's for 390, otherwise we won't be able to go around this thunderstorm. I changed it. Request clam. Control, Polkovo 612. Yes, clam. Polkovo 612, although temporarily request to flight level 390. Tell him there's strong turbulence here. Polkovo 612 cleared for 390. Climbing to 390, thank you very much. Polkovo 612. And can we f***ing clamb it? Okay, 390 clambing. Where can we get away from it? Thunderstorm below us. Why go us on 380, just crazy. Now let's go to left. That's f***ing crazy. Mom, don't cry. Oh, and hell too. Holy f***ing crap. This is crazy. Can we move a little away from the thunderstorm, Igor? 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 What? Can we move away from it? Don't know, no.
Tell him that we clambered to 390, Andrew. Damn. Polkovo 612, we are at flight level 390. Guys, say something, damn. Auto Villa. Let's descend, angle of Don't attack. descend, you f***ing idiots. Full power. Full power. Tell him that we are descending. Descending, Polkovo 612. Venia. Stay calm. Watch the back. And full power. Polkovo 612 descending to 360. Tell him here there's f***ing turbulence. Hard turbulence. Polkovo 612, descending to flight level 360. Descending. Stay calm. Hold it. Hold it. Generators are refusing. Flame out. Descend now, Venia. Flame out. Oh, Descend. watch the compass. Back. Bang. Venia. Okay. Speed. Watch the speed. Watch the speed. Well, it decreased a bit. No, it's normal. We will fall into the tailspin. Pull it up. Pull it up. Venia, we are turning. Watch the compass. Compass, Venia, 5-5, Venia, 5-5. What are you saying? We deviated from the course, 245. What f***ing course? Damn, everything is refused. I understand. We are just circling. That's right. Bobo, come on, come on. I don't know, in my opinion. We need to bank to the left. To the left, Venia. Okay, left. Descending. On left, okay. We need clam. Hold it, okay. Altimeters. Tell Mayday. Tell him. Let's climb. Tell him, Mayday. Tell him. Mayday, Polkovo 612, Mayday. Polkovo 612, I can't understand you. Mayday. Polkovo What's our 612. Mayday. What's our speed? Watch the vertical speed. Watch the speed. Wait, slow down. Hold it. Okay. Angle of attack, okay. Andrew, help us so that the compass doesn't spin. 30 kilometers from Donetsk. Mayday. Get Polkovo out, 612. get out. Polkovo 612. In hell. Get out slowly. To the right so that the course does not spin. Come on. Polkovo 612, Come on, emergency guys, fight it. Tell him, Mayday. Polkovo 612. Mayday. Descending now, we are on. 3,000. Does everything work? Generators work? No. So we are falling down? Flame out, second engine. Left two, yes? Maybe. I don't know, Venia. Flame out, second engine. Bobo, come on, help Andrew. Venia. Altitude 2,000. Venia 2,000. Holy f***. Everything is refusing. We are really Turn to going the right. down. Pull up. 2,000, Venia. I see terrain. Oh my god. Pull up. Pull it up. Pull up. Andrew, come on, pull it up. That's it. Pull it up. Oh my god. Take off, friggin'. Left leg, remove the band. Pull up. I don't want to die. Andrew, don't panic. Don't kill us. Please, don't kill us. Terrain. love you, Ani. Oh no. Um 11:38:30 Uhr schlägt das Flugzeug rund 28,5 Kilometer vom Flughafen Donezk entfernt, nahe dem Dorf Suka-Balka, auf. Bei dem Absturz sterben 10 Besatzungsmitglieder, 160 Passagiere, darunter 39 Jugendliche und 6 Kleinkinder. Gehen wir jetzt einen Schritt zurück und schauen uns an, was an diesem Tag zu der Katastrophe führte. Am Unglückstag liegt über dem Südosten der Ukraine eine massive Gewitterfront. Cumulonimbuswolken schießen bis zu 15.000 Meter in die Höhe. Mit starker vertikaler Luftbewegung, Hagel und schwerer Turbulenz. Eine offizielle SIGMET-Warnung aus Rostov hätte die Crew vor genau diesen Gefahren gewarnt. Doch sie wurde vom zuständigen Wetterdienst in Charkow nie weitergeleitet. Beim Einflug wirkt das Wetter harmlos. Gute Sicht, ruhiger Wind.
Doch das bordeigene Wetterradar zeigt längst, was kommt. Ein aktives Gewitterfeld, direkt auf ihrem Kurs. Problematisch, Gewitter absorbieren Radarsignale. Die Zellenränder sind gut erkennbar, ihr Inneres aber bleibt unsichtbar. Auch die operative Leistung der Crew wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Die Unstimmigkeiten begannen nicht erst im Sturm, sondern schon deutlich früher. Mit ignorierten Warnungen, kurz nach dem Start und der Missachtung internationaler Vorschriften bei der Sitzverteilung im Cockpit. Als sich die Maschine später dem Gewitter näherte, zeigte sich die nächste Schwäche. Das Situationsbewusstsein. Trotz sichtbarer Cumulonimbus-Türme auf dem Wetterradar wurde zu lange gezögert. Die Ausweichmanöver blieben halbherzig, bis ein Umfliegen nicht mehr möglich war. Der darauffolgende Steigflug auf 39.000 Fuß geschah unter massiver Turbulenz. Mit überhöhter Steigrate, unzureichender Triebwerksleistung und in einer Flughöhe, die kaum noch Sicherheitsreserven bot. Während der gesamten kritischen Phase wirkte die Crew zunehmend reaktiv, nicht proaktiv. Es gab keine klar verteilten Aufgaben, keine dokumentierten Briefings, keine strukturierte Entscheidungsfindung. Der Kapitän übernahm die Kontrolle, aber ohne dabei auf Input seiner Kollegen zu reagieren. Auch nicht, als die erste Strömungsabrisswarnung ertönte. Auch nicht, als ein Crewmitglied ein gezieltes Sinken vorschlug. Einer der Schlüsselfaktoren war das elektrische Höhenruder-Trimmsystem, das sogenannte MET. Genau dieses unscheinbare, aber tückische System spielte an jenem Tag eine entscheidende Rolle im Cockpit und wurde für die Crew letztlich zur Falle. Der elektrische Trimmmechanismus ist konstruktiv mit dem Flugbelastungsbegrenzer DPZ gekoppelt. Diese Koppelung ist kein passives Feature, sondern ein aktives, in den Steuermechanismus integriertes Sicherheitssystem. Der DPZ dient dazu, das Überziehen des Flugzeugs über kritische Anstellwinkel hinaus zu verhindern. Wird das Steuerhorn aus der ausbalancierten Trimmstellung um mehr als 65 mm nach hinten gezogen, aktiviert sich der DPZ und erzeugt ein signifikant erhöhtes Zugmoment am Steuerhorn. Für den Piloten spürbar als plötzlicher mechanischer Widerstand. Dieser Widerstand dient als physische Warnung und Begrenzung, damit der Pilot nicht versehentlich weiter überzieht. Doch die Position dieses Widerstands ist direkt von der aktuellen Trimmstellung abhängig. Wenn das Flugzeug zuvor elektrisch getrimmt wurde, verschiebt sich die Grenze, ab der der Belastungsbegrenzer wirkt, entsprechend weiter nach hinten. Gleichzeitig interpretiert das automatische Steuerungssystem solche Steuerausschläge als bewusste Kommandos des Piloten, das Höhenruder noch stärker auszulenken. Die Automatik verstärkt den Steuerbefehl aktiv, weil sie davon ausgeht, dass der Pilot den bisherigen Ruderausschlag als unzureichend empfindet. Diese spezielle Wechselwirkung zwischen dem Trimmmechanismus und dem Belastungsbegrenzer wird im offiziellen Flughandbuch nicht erklärt. Auch der Flugsimulator verfügt nicht über dieses System. Das Ergebnis: Viele Piloten, darunter auch die Crew der Unglücksmaschine, waren sich über die tatsächlichen Folgen ihrer Trimmeingriffe schlicht nicht im Klaren. Das größte Problem dabei? Das System verhält sich nicht so, wie es die allermeisten Piloten erwarten würden. In ihrer Flugpraxis gilt ein starker Widerstand am Steuerhorn eigentlich als unüberwindbare Grenze. Als klare, mechanische Warnung. Doch bei der Tupolev ist diese Grenze alles andere als fix. Sie verschiebt sich je nach aktueller Trimmstellung. Das bedeutet, der vermeintliche Endanschlag ist in Wahrheit variabel. Und genau das widerspricht jedem gewohnten Steuergefühl im Cockpit. Auch das Simulatortraining der Crew war mangelhaft. Der eingesetzte Simulator konnte weder das Höhenruder-Trimmsystem simulieren, noch das Verhalten des Flugzeugs kurz vor einem Strömungsabriss. Auch das manuelle Fliegen in großer Höhe war kein Teil ihres Trainings. Und schließlich, die schlimmste Lücke in der Ausbildung der Crew war das Fehlen des Crew Resource Managements und des ADM, auch bekannt als Aeronautical Decision Making.
Hinzu kommt ein konstruktives Risiko, das T-Leitwerk. Flugzeuge mit dieser Konfiguration sind anfällig für einen Deep Stall. Ein Zustand, in dem das Höhenruder in den aerodynamischen Schatten des Rumpfs gerät. Sobald keine Luft mehr über die Steuerflächen strömt, wird eine erfolgreiche Recovery nahezu unmöglich. Die Tupolev verfügt zudem über keine aktive Strömungsabriss-Protection, wie einen Stickpusher. Der Pilot war Teil eines Systems, das Schwäche nicht belohnt, sondern bestraft. Umkehren, unpünktlich, mehr Sprit verbrauchen, all das hätte Fragen aufgeworfen. Gegenüber der Airline und gegenüber anderen Piloten. Und schließlich der zeitliche Ablauf. Um 11:29 Uhr ist das Flugzeug noch 50 Kilometer vor der Wetterfront. Korogodin entscheidet sich zum Steigflug. Bereits um 11:31 Uhr ist das Umfliegen nicht mehr möglich. Nach nur 2 weiteren Minuten sind sie mitten im Gewitter. In dem Moment, wo der Pilot erkennt, dass er das Gewitter nicht überfliegen kann, ist keine Option mehr übrig. Er hat sich geirrt. Aber nicht aus Leichtsinn, sondern weil das System ihm keine besseren Werkzeuge gegeben hat. Keine Wetterdaten in Echtzeit. Kein realistisches Simulatortraining. Und kein funktionierendes Crew Resource Management. Dennoch, Korogodin suchte die Teamlösung, auch wenn es bereits zu spät war. Er fordert den Co-Piloten, der ein russischer Kunstflug-Champion ist, explizit auf, Kommandos zu geben und sich einzubringen. Er übernahm die Verantwortung bis zuletzt. Um 11:36 Uhr und 37 Sekunden hört man in den Aufnahmen des Cockpit Voice Recorders den Piloten rufen: „Das war's, verdammt!" Es ist kein technischer Kommentar, sondern ein psychologischer Schlusspunkt. Und diese Einsicht kommt nicht am Ende. Sie kommt eine volle Minute vor dem Aufprall. Trotzdem beginnt kein Aufgeben, sondern ein letztes, fieberhaftes Aufbäumen. Es ist, als ob die Rationalität kurz einknickt, aber dann übernimmt der Überlebensinstinkt. Der Kapitän fragt wiederholt nach der Geschwindigkeit. Er sucht nach einer Lösung, nach irgendeinem Anker in den Instrumenten, obwohl der Airspeed längst auf 0 gefallen ist. "Left, come on! Vroja, help out Andrew!" Er delegiert, ruft nach dem Kunstflieger, versucht die Kontrolle wiederzugewinnen. Es ist verzweifelte Führung, aber es ist Führung. Das spricht nicht für jemanden, der mental bereits ausgestiegen ist. Korogodin hat sich mit dem "Das war's" innerlich verabschiedet. Aber er kämpft weiter. Vielleicht gegen das Unvermeidliche. Vielleicht für seine Crew. Vielleicht nur noch, um nicht tatenlos zu sterben. Und dann die letzten Sekunden: Pull up, pull up, pull up, Toga Power. Andrew, don't panic. Das ist nicht nur Verzweiflung, das ist existenzielle Panik in Handlung übersetzt. Es ist tragisch, weil zu diesem Zeitpunkt physikalisch nichts mehr zu retten ist. Die Trimmung, der Anstellwinkel, die Aerodynamik, alles spricht gegen eine Recovery. Korogodin kämpft bis zur letzten Sekunde. Und das ist, unabhängig von allem, was davor geschah, nicht Feigheit, nicht Inkompetenz. Das ist Mut. Auf verlorenem Posten. Die Aufnahmen des Cockpit Voice Recorders sind belastend. Sie sind aber auch menschlich. Die Wut, die Hilflosigkeit, die Panik. Sie zeigen, dass der Mann nicht kalt versagt hat. Er hat versucht zu führen, hat vielleicht zu spät reagiert. Aber er war nicht gleichgültig. Sein Fluchen schmälert nicht grundsätzlich den Charakter oder die Lebensleistung eines Piloten. Viele Kollegen beschreiben ihn als zuverlässigen Ausbilder und geachtetes Crewmitglied. Pulkovo Airlines Flug 612 ist kein Einzelfall, sondern ein tragisches Beispiel dafür, wie schnell ein sicherer Flug in eine Katastrophe kippen kann, wenn Technik, Mensch und Organisation versagen. Nicht ein Fehler war entscheidend, sondern viele kleine. Falsche Annahmen, unzureichende Kommunikation, Ausbildungslücken,
eine Kette von Entscheidungen. Jede für sich vielleicht verständlich, in Summe aber tödlich. Was bleibt, ist die Aufgabe zu verstehen. Nicht um Schuld zu verteilen, sondern um es das nächste Mal besser zu machen.